Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Auch hier natürlich aus der Sauna in der Platinum Ring bei Finnair. Ja, Themen, die wir frisch gepresst haben. 10919, 919, 929. Ich habe 919. Die Comac von den Chinesen wird von der EASA zertifiziert. Warum? Damit wir vielleicht irgendwann sitzen dürfen, müssen, können, wollen in der Maschine. Dann haben wir das Thema, KLM hat Probleme, Passagiere umzubuchen nach dem Drama. Wir haben als Thema Statusmatch, gucken wir mal an, was so Statusmatch-Möglichkeiten sind. Und jetzt habe ich schon wieder das vierte Thema vergessen. Ist ein gutes Thema gewesen, auf jeden Fall. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Und last but not least, kommt aufs Tool, da können wir diskutieren. Und wir machen jetzt einen schönen Cut und einen Übergang und ich bringe euch das Ganze natürlich aus der Lounge, damit ihr diesen Anblick nicht permanent haben müsst. Ich mache mal erstmal einen Aufguss. Ne? Geht los. Willkommen aus der Sauna jetzt hier in der Lounge mit den Themen. Ich habe noch ein paar mehr Themen gefunden für euch und deshalb lasst uns direkt mit dem ersten Comac-Thema starten. Die Comac C19 mit der EASA-Zulassung. Die Comac will die 319 als 320 737 Kontrahenten positionieren und international zulassen und mit der EASA im ersten Schritt und dann perspektivisch eventuell auch in Amerika mit der FAA. EASA-Testpiloten fliegen ja seit November die Validierungsflüge in Shanghai, Pudong. Das ist das Comac-Hauptquartier. Zitat, die EASA-Piloten kommen vorläufig zum Ergebnis, die C919 sei sicher und gut funktionierend. Laut Bericht der chinesischen Webseite Fast Technology, also sind die Europäer da happy. Die Flüge von der EASA haben folgenden Ablauf, die Validierungsflüge. Flüge mit EASA-Testpiloten in Shanghai, organisiert von Comac am Hub Pudong. Ergänzend wurden erfahrene ausländische Piloten eingebunden, die in China arbeiten, nur zusätzliche Bewertungen, dass man von denen halt da auch eine Meinung bekommt. Die Serie ist Teil einer Kooperationsprojekt EASA und Comac. Man möchte auch perspektivisch die FAA-Zulassung bekommen. Die chinesische Zulassung im Rahmen der Anerkennungsabkommen auch bei FAA und EASA sind also quasi in Arbeit und heißt, dass wir auch in westlichen Ländern dann nicht mehr in Boeing, nicht nur in Airbus und nicht nur in Embraer sitzen, sondern auch in vielleicht der Comac 919. Das Zitat vom Comac-Chefkonstrukteur Zhang Yangzong im Staatsfernsehen nach dem Lufttüchtigkeitsstandards der USA und Europas konstruiert. Also das heißt, man hat schon den europäischen Markt im Blick. Und man hat hohe Hürden bei der Zulassung. Die Zulassung nach westlichen Standards heißt komplette Standardisierung und Zertifizierung von Materialien, Komponenten, Arbeitsschritten, Prozessen inklusive aller Zulieferer. Diese gelten für alle. Also das ist jetzt nicht, dass man damit die Chinesen gängeln möchte, sondern es ist auch für Boeing, für Airbus genau dieselbe Geschichte. Wichtig ist auch, dass man die Lernkurve aus der RJ21, also ehemals C909, hat und bei den kleineren Jet wurde versucht, mit MD-80-Elementen näher zu westlichen Standards ja zu erreichen. Und die neu konstruierten Flüge von Antonov führten dazu, dass die westlichen Zulassungsanforderungen nicht mehr erfüllt wurden. Und damit wurde dann das Ziel, die AJ21 im Westen zuzulassen, wurde dann aufgegeben, weil das also nicht mehr nachhaltig war und nicht mehr gemacht hat. Ja, und was natürlich auch interessant ist, ist der Vorteil, man hat ja in Tianjin die Airbus-Produktion, da hat man auch viel gelernt. Und das ist halt dieser klassische chinesische Weg, dass man den Westen hinlockt, produzieren lässt und dann halt klaut. Sagen wir es einfach, wie es ist. Flüge kommen aus chinesischen Werken, aber Flugzeuge sprechen bis ins Detail den Europa montierten A320. Kunden halten also uneingeschränkte Airbus-Garantie. Heißt also, man hat da schon ein Joint Venture gemacht. Aber das geklaut war vielleicht hart eben, muss ich dann ehrlicherweise sagen, weil man hat ja die dann mit Zulassung von Airbus. Weiter Kunde halt eine uneingeschränkte Airbus-Garantie ist halt natürlich auch ein Thema, dass man da einen Vorteil hat. Und die Erfahrung floss bei der 919-Konstruktion ein, diesmal von Beginn an nach westlichen Konstruktionsstandard. Und China kann damit auch ein kommender globaler Player werden in der Aviation. Wir können uns das natürlich gerne mal angucken, weil den Fehler haben die Automobilhersteller ja auch gemacht. Man ist nach China gegangen, hat da produzieren lassen, hat dann gedacht, ach, Chinesen und so weiter und Koreaner, Japaner, alles scheiße.
Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass man, wenn man mit Autos fährt, von Kia, von Toyota oder auch von chinesischen Herstellern, auch bei Elektroautos, die haben halt leider die Nase vorne und haben uns überholt. Das ist halt so. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, dass auch mit den CFM LEAP 1C Triebwerken, B für Boeing, A für Airbus, C für Comac, macht ja also Sinn, A, B, C, ist es so, dass man dort halt auch wirklich westliche Themen hat. Der Programmstart war 2017, der Erstflug, der Programmstart war 2007, der Erstflug war 2017. Chinesische Zulassung war in 2022. Plotte hat 40.000 Flugstunden und 150 Piloten davon qualifiziert. Davon sind 70 Fluglehrer, Instructor. Produktionsziel sind 50 bis 75 Flugzeuge pro Jahr. Also das, was man bei Airbus oder Boeing in einem Monat schaffen will, schaffen die halt nur in einem Jahr. Aber man muss halt ehrlich sagen, ist natürlich auch kein großer Markt da, weil viele westliche Unternehmen haben da natürlich, Fluggesellschaften haben da natürlich auch Panik. Und weil es halt ein Produkt ist, ihr wisst ja selber. Inoffiziell ist es so, dass nur ca. 15 in 2025 ausgeliefert wurden. Das ist halt eine deutliche Untererfüllung des Plans. Und jetzt könnt ihr die Frage des Tages beantworten: Würdet ihr einer chinesischen C919 mit EASA-Zulassung genauso vertrauen wie einem Airbus 320 oder mit einer 737? Ja oder nein? Da seid ihr jetzt einfach mal gefragt. Dann gibt es immer so ein Thema, wo Leute in ihrem Pass irgendwelche komischen Stempel reinmachen, Souvenirstempel. Also es geht sich nicht darum, dass man jetzt als Souvenir sich einen Stempel holt, wenn man irgendwo in ein Land einreist, weil viele Länder machen ja keine Stempel mehr. In den USA habe ich ja keinen Stempel mehr seit 1814 gekriegt gefühlt, weil es halt alles elektronisch läuft. Und da ist es auch so, dass die Leute sich dann Souvenirstempel reinmachen. Aber Souvenirstempel haben ein echtes Thema, denn die Touristenspots, Parks, Tempel, historische Stätten bieten diese halt wirklich an. Aber es ist halt ein Problem, dass man halt diese Reiseerfahrung versucht, jetzt über so nicht offizielle Stempel reinzuholen. Durch E-Gates und AFID-Chips, ich weiß, ich verstehe, es gibt das nicht mehr, aber das ist nicht der Weg, sich da einen Stempel reinzumachen, so im Prinzip mit der Kartoffel oder sowas dann zu machen. Dann nimmt lieber so ein Moleskine oder sowas und da kann man bei Moleskine in den Flughäfen den Stempel reinmachen oder so, das macht dann wer was. Aber es ist halt so einfach, dass natürlich das ein bisschen schade ist, dass es keine Stempel mehr gibt, weil das ja natürlich auch zeigt, wie man in Länder gereist ist. Aber das Thema ist ja auch heute nicht mehr so problematisch, wenn man Stempel zum Beispiel von Kuba hatte oder von Israel. Heißt also, Kuba war ein Problem, wenn man nach USA reisen will, Israel, wenn man in arabische Länder reisen wollte. Aber es ist halt wirklich so, dass die Stempel auch damals in Israel, wie waren das? Also ich erinnere mich, es war auch ein Bikepack-Zettel, hätte ich fast gesagt. Also man konnte auch sagen, ich wollte keinen Stempel reinhaben oder es gibt ja die Möglichkeit des zweiten Ausweises. Ich selber nutze den zweiten Ausweis immer noch, weil ich natürlich auch beim Ausweis darauf achte, dass ich am Ende mit dem Ausweis, wenn ich den zum Visum abgebe, trotzdem noch reisen kann. Deshalb den zweiten. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt wirklich das rechtliche Risiko, denn der Pass ist ein offizielles Dokument, egal wie es dreht, ist genau wie eine Kreditkarte. Die Kreditkarte gehört der Bank, die sie ausgibt, nicht euch. Genauso ist der Reisepass Eigentum der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich oder wer auch immer, wo ihr ihn her habt. Und du könntest theoretisch also ins Gefängnis kommen, wenn du einen Pass mit nicht offiziellen Stempeln veränderst. Das ist natürlich eine sehr zugespitzte Thematik. Aber wenn jemand richtig radikal ist es so, weil der Pass damit, oh Gott, hier gegen den Dings gelandet, als altered bzw. als manipuliert gelten kann. Das heißt also, das ist jetzt kein Spiel oder Spaß. Und auch das Platzproblem. Es gibt Pässe, da gibt es keine Extraseiten. Wenn er voll ist er voll. Gut, bei einigen ist natürlich nicht Gefahr, dass der Pass dann voll ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber ihr habt halt die Thematik, dass ihr da wirklich dann natürlich schauen müsst, dass ihr keine Probleme bekommt. Ja, was sollt ihr sagen? Souvenirstempel sammeln, ja, aber dann bitte nicht im Pass, macht das separat. Und dafür kann man halt dieses Moleskine-Ding nehmen, zum Beispiel, finde ich natürlich klassisch. Habt ihr schon mal Souvenirstempel direkt in eurem Reisepass machen lassen? Würdet ihr das nach dieser Info nochmal tun? Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ich hatte das, weil mir jemand das mal erzählte. Ja, boah, ich habe einen geilen Stempel im Pass. Und ich so, habe heute mal gefragt, als ich in Schengen ausgereist bin. Accor, also Accor Voyages, die haben einen Pullman-Boost für Europa, aber auch für den nordafrikanischen Raum. Da ist eine Promotion. Zielgruppen sind natürlich alle Accor Plus Voyager-Mitglieder. Zeitraum für den Aufenthalt vom 16. Februar bis zum 31. März. 500 Punkte Bonus pro Pullman-Stay in Europa oder in Nordafrika. Registrierung ist vor der Buchung natürlich wichtig und nur gebuchte Aufenthalte
nur danach gebuchte Aufenthalte gelten. Ja, das ist doch schon mal geil. Also Registrierung vor der Buchung. Länder sind Europa, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Skandinavien, Europa, Baltikum und so weiter. Aber auch Nordafrika, Marokko und Tunesien sind interessante Ziele. Zusätzlich sind einige Länder wie Israel, Kasachstan, Usbekistan dort. Aber schaut euch die Bedingungen alle an. Ich will euch nicht langweilen mit allen Ländern. Ja, 500 Punkte pro Stay ist vor allem bei Kurzaufenthalten natürlich immer wieder interessant. Geschäftsreisen mit vielen Einzelnächten, aber wenn man halt das Ganze macht, ist das natürlich auch so, es ist ein Targeted Offer, schaut also, ob ihr dafür zur Verfügung stehen sollten, könnt, machen, tun. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, KLM Streicherflüge im Mittleren Osten hatte ich ja erzählt, aber das hat auch Auswirkungen natürlich auf die Reiseplanung. Aber KLM bucht nicht um und viele schreien dann, ja, EU-Kompensation hast du nicht gesehen, da muss was gemacht werden, laberababa. Aber die Frage ist natürlich, haben die Möglichkeiten, dass sie fliegen, weil viele Fluggesellschaften fliegen halt auch nicht da mehr hin und damit kannst du es dann halt nicht mehr darstellen. Lufthansa macht das ja auch mit Emirates-Hilfe, das heißt, sie fliegen die Passagiere nach Dubai und von Dubai mit Emirates nach Teheran zum Beispiel. Und man muss natürlich sagen, dass die geopolitische Situation durchaus Force Majeure ist oder eine höhere Gewalt, wie man es im Deutschen nennen würde. Also ich bin da kein Freund, dass man da bei dem Rebooking-Chaos jetzt sagt, ja okay, es gibt viele Leute, die da halt von betroffen sind, aber auf der anderen Seite ist es ja jetzt nicht so, dass KLM da gesagt hat, wir würden euch nicht umbuchen. Sie können es halt einfach nicht, weil es das nicht gibt. Ja, die Rechte für die Passagiere sind natürlich klar, aber wichtig ist halt auch, dass man dort in meinen Augen die außergewöhnlichen Umstände ein bisschen mal in Betracht zieht. Es gibt keine generelle Sperrung des Luftraums, ist klar. Man kann auch sagen, ihr könntet fliegen. Ja, ihr könnt ja sagen, ob man da, wenn ihr auf so einem KLM-Flug gebucht wärt, der gestrichen worden ist, würdet ihr lieber sofort einen Refund nehmen oder einfach selbst neu buchen und erstmal abwarten? Oder sagt ihr, nein, in solchen Fällen muss bezahlt werden? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Jetzt kommt das Thema Status-Match. Und da lehne ich mich mal schön hier in den Sessel zurück. Ziehe euch noch mal ein bisschen näher ran. Na, näher geht nicht. Und dann lasst uns mal die Status-Match durchgehen. Das heißt also, der Status-Match ist ja, wenn eine Airline deinen bestehenden Status, den du hast, akzeptiert und daraufhin dir einen Status gibt. Dann gibt es noch die Status-Challenge. Das ist genauso. Du bekommst auch einen Status, aber erst nachdem du eine Aufgabe erfüllt hast. Heißt also, mehrere Flüge gemacht hast, einen Flug gemacht hast, also egal was, die wollen von dir da etwas haben. In Hotels ist es zum Beispiel so, dass man sagt, hey, du musst dann nicht die 40 Nächte machen, sondern du musst 8 Nächte machen. Also dass man dir aber trotzdem abverlangt, dass du Umsatz bringst. Ja, es gibt im Moment natürlich auch Paid-Status-Matches. Da gebe ich euch meine Auswahl. Air Astana Nomad Club, die Region Europa und Nahost und Asien, Match auf Silber-Gold. Gebühren sind zwischen 49 und 199 $. Status wäre nur gültig bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12. Air France KLM. Da gibt es Kanada, Italien, also das heißt nach Regionen ein Status-Match. Und der ist dann auch mit Gebühren, also je nach Land, es sind beim US-Dollar 99 bis 299, dann 399 $, je nachdem, welcher Status man hat. Und die Gültigkeit sind 12 Monate. Das sind jetzt alles wirklich Paid-Status-Match, also gegen Penunzen. TAP hat das ja auch mit Miles & Go, da gibt es das auch mit Regionen und da ist auf Silber Gold. Gebühren sind für 49 bis 199 €. Vietnam Airlines, Lotus, KM Malta, Royal Jordan, Royal Air Maroc, Etihad und so weiter, alle mit eigenen Gebühren, Länderrestriktionen und Gültigkeit. Also das heißt, auch da könnt ihr dann kaufen und der Status gilt dann auch in der Gruppe, das heißt also SkyTeam oder OneWorld, whatever. Es gibt aber trotzdem dann noch, sagt ihr, Free-Status-Matches. Ja, es gibt noch kostenlose und das ist zum Beispiel Alaska Airlines Mileage-Plan für US-Kanada-Residenz, Match auf MVP, MVP Gold 75K für 90 Tage Verlängerung, aber dann durch eine bestimmte Anzahl von Flügen auf Alaska und Hawaii. Und es ist once in a lifetime. Also das solltet ihr immer beachten, dass solche Status-Matches sind once in a lifetime. Also ihr könnt die nur einmal in eurem Leben benutzen. Deshalb seid weise und nutzt sie, wenn ihr sie braucht. Nicht einfach nur, weil ihr sagt, ah geil, mache ich jetzt einfach mal. Delta hat das auch, Delta Medaillen Challenge für 90 Tage und dann die MQD-Schwelle sind runtergesetzt worden auf 1250, 2500, 3750 $. Wenn 2026 gestartet wird und erfüllt wird, ist der Status sogar gültig bis zum 31.01.2028. Jo, länger, ne? American Airlines Gold bis Executive Platinum für 4 Monate.
Alle 4 Monate musst du bestimmte Loyalty Points Level erreichen, zum Beispiel 13.000 Punkte für Gold, um weiter zu verlängern. Dann gibt es den United Status Premier Match. Erhalt durch MQD-Schwellen hatten wir schon gehabt, aber United hat Activating Flight 120 Tage. Das ist also ein Flug, den man macht, um das Ganze zu aktivieren. Anforderungen, Kombination aus PQF-Segmenten und PQP, das sind die Punkte. Auch JetBlue hat ja Mosaikprogramm. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Leider fliegen sie nicht mehr weiter nach Europa, so wie sie es aggressiv wollten. Virgin Atlantic, Flying Club oder Avianca Live Miles, alle mit eigenen, teils recht klaren Umsatztier-Miles-Schwellen. Das heißt also, da habt ihr da natürlich auch schöne Möglichkeiten. Jetzt sagt ihr Fluggesellschaften, warum nicht auch Hotels? Gibt es auch. Marriott, Titanium Ambassador, Air Canada 25k United Silver. Das heißt also, wenn man den Status hat, dann kann man den Status sich bei Air Canada holen. Wer bei Marriott Gold, Platinum, Titanium Ambassador ist, kann auch den Singapore Airlines KrisFlyer holen und je nach Level Challenge auf KrisFlyer Gold oder Gold kommen zum Beispiel 4 Flüge in 6 Monaten für Gold via dem Accelerator, also auch eine Möglichkeit, dass man also einen Hotelstatus hat, der dann einen Status gibt bei einer Fluggesellschaft. Und Shangri-La Jade Diamond, Singapore Airlines gibt es dort immer noch. Das heißt also mit 1-3 Flügen innerhalb von 4 Monaten Shellac auf Gold. Und dann gibt es Accor Gold, Platin, Diamond für Qatar Airways. Also auch eine interessante Geschichte. Gold und Silber via Account Linking. Und dann gibt es noch so Hidden Status Matches, die sind dann verborgen, wie man im Englischen das schon sagt. Emirates macht viele Matchfliege Flag Carrier. Heißt also, da muss man dann anrufen, anschreiben und so weiter. Und die machen das einfach. Air Baltic macht das ja genauso. Turkish Airlines. Heißt also, da sollte man dann mal strategisch gucken, was man für einen Status braucht und wie man den bekommen kann. Nur machen, wenn konkrete Travelpläne halt da sind. Das ist halt wirklich das, was ganz, ganz wichtig ist in meinen Augen. Und deshalb wirklich nicht einfach matcht, nur um was zu haben und ihr das nicht nutzen könnt. Es macht keinen Sinn, weil wirklich viele Sachen nur once in a lifetime seid. Und je nachdem, wie alt ihr seid, wenn ihr sagt, natürlich, ihr seid so wie ich, über 50, dann ist das Leben fast zu Ende gefühlt. Dann macht das, ist ja egal, aber wer Anfang 20 ist, sollte da aufpassen, zum Beispiel. Auch bezahlte Matches haben ihre Bilanz. Ich weiß, die Leute sagen, oh, bezahlen. Aber ihr seht ja, ihr kriegt ja durch den Lounge, durch andere Sachen ja Boni, die das dann wieder aufwiegen und wo man dann Vorteile hat. Und damit ist es halt so, dass die Ersparnisse dann halt auch die Einnahmen oder beziehungsweise die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Ihr könnt ja fragen, wenn ihr aktuell ein Statusmatch wählen dürftet, welche Airline oder Allianz würdet ihr wählen aus eurer Sicht? Da würde ich mich freuen, wenn ihr da etwas zu sagen könntet. Und ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen. Die Sendung hat wieder länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich muss jetzt gucken, dass ich das hochlade. Ich habe, glaube ich, weniger als eine Stunde zum Schneiden und so. Also deshalb für euch jetzt Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen. Frage des Tages, sucht euch einfach eine aus, die ich gemacht habe. Wir sehen uns dann. Also bis dann, viel Spaß und jetzt abspannen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sauna gemacht und dann hier rumgeschlummelt. So wird das nichts, ne? Also bis zur nächsten Sendung. Ciao.